Warum kämpfen Großmächte eigentlich um Afrika, die Ukraine oder den Nahen Osten? Geht es wirklich nur um Öl oder um Territorium? Was hat das alles mit unseren eigenen Währungen zu tun? Warum ist es plötzlich wichtig, wer deinen Euro und deinen Dollar benutzt? Kann es sein, dass Kriege vor allem deshalb finanziert werden, weil normale Steuern so unbeliebt sind und Gelddrucken die versteckte Steuer ist, die niemand sofort merkt? Warum wird eine Währung stärker, je mehr Menschen sie benutzen? Und warum können manche Länder das dann fast unbegrenzt drucken? Bleib dran, ich erkläre dir das so, wie ich es mir selbst beigebracht habe. Und was das für unsere eigenen finanziellen Unabhängigkeit bedeutet. Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, deinem Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit unterhaltsamem Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir mal wieder eine Runde Hades. Ein Spiel, bei welches man eigentlich kaum vorstellen muss. Ein echtes Urgestein und Powerhouse im Roguelike-Sektor. Wir versuchen als Zagreus, dem Sohn des Hades, aus dessen Unterwelt zu fliehen, da wir merken, dass irgendwas irgendwie nicht stimmt. Dabei stellen wir uns unzähligen Kreaturen aus der griechischen Mythologie und kämpfen uns durch die verschiedenen Ebenen der Unterwelt. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrungen auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn dir alles gefällt, auch gern den Like-Button, damit dieses Video mehr Leuten empfohlen werden kann. Das heutige Thema soll sein, warum entstehen Kriege wirklich? Der Kampf um die Währungsräume erklärt und wie Bitcoin helfen kann. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier ist keine Finanzberatung und auch keine geopolitische Analyse. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Kriegsthemen sind komplex und emotional. Ich spreche hier nur aus wirtschaftlicher Sicht. Wenn du größere Entscheidungen triffst, hol dir bitte einen unabhängigen Finanz- oder Steuerberater. Okay, jetzt wird's spannend. Also, warum entstehen Kriege wirklich? Und vor allem, warum haben so viele Konflikte plötzlich mit Währungen und Geldsystemen zu tun? Das ist ein Thema, das mich in den letzten Jahren richtig gepackt hat, weil es mir zeigt, wie sehr unser Geldsystem mit Macht und Krieg verknüpft ist. Ich erzähle dir das jetzt mal ganz entspannt, so wie ich es mir selbst Schritt für Schritt klar gemacht habe. Der Kern ist eigentlich ganz einfach. Krieg ist teuer. Sehr teuer. Moderne Kriege kosten Milliarden. Waffen, Soldaten, Logistik, Wiederaufbau. Und die Frage ist immer, wer bezahlt das? Es gibt nur zwei echte Möglichkeiten. Erstens, Steuern erhöhen. Aber das ist politisch extrem unliebsam. Die Leute werden sauer, wählen dich ab, protestieren. Und die zweite Möglichkeit? Geld drucken. Das ist die versteckte Steuer. Du schaffst einfach neues Geld aus dem Nichts, gibst es aus und die Inflation frisst später die Kaufkraft aller anderen. Die meisten merken es erst Jahre später. Und genau hier kommt der Kampf um die Währungsräume ins Spiel. Je mehr Menschen deine Währung benutzen, also im Alltag, im Handel oder als Reservewährung, desto stärker ist sie. Du kannst dann mehr drucken, ohne dass die Inflation sofort explodiert, weil die Nachfrage nach deiner Währung einfach viel größer ist. Das ist wie ein unsichtbarer Steuerhebel, den nur Länder mit der dominanten Währung haben. Schau dir die aktuellen Beispiele an. Zum Beispiel Afrika. China drängt massiv mit dem Yuan vor. Kredite für Infrastruktur, Bezahlung in Yuan, neue Handelsabkommen. China will seinen Währungsraum erweitern. Ein weiteres Beispiel, die Ukraine. Auch hier geht es um Einflusssphären. Russland gegen den Westen, Rubel gegen Dollar und Euro. Wer die Ukraine kontrolliert, kontrolliert Energie- und Handelsrouten, die wiederum Währungsstärke beeinflussen. Und letztlich Israel, Syrien, Jemen. Die Nahostkonflikte sind seit Jahrzehnten auch ein Stellvertreterkrieg um Öl, Gas und vor allem um die Kontrolle über den Dollarraum. Wer die Petrodollarströme kontrolliert, kontrolliert die Reservewährung. Der Punkt ist, wer die dominante Währung hat, kann Kriege quasi kostenlos finanzieren.
weil er einfach mehr drucken kann und der Rest der Welt das akzeptiert. Die anderen Länder müssen echte Steuern erheben oder Kredite aufnehmen und verlieren dadurch an Macht. Meine eigene Entwicklung war ja ein richtiger Wachmacher. Früher habe ich gedacht, Krieg ist Politik und Ressourcen. Dann habe ich angefangen, tiefer in Geldgeschichte und Geopolitik zu schauen. Und plötzlich ergab alles Sinn. Die USA konnten den Irakkrieg und den Afghanistan-Krieg jahrelang finanzieren, weil der Dollar Weltreservewährung ist. China baut jetzt genau dasselbe System mit den Yuan auf. Leise, aber konsequent. Das hat mich dazu gebracht, mein eigenes Geld noch bewusster zu schützen. Ich stacke Bitcoin, weil es die erste Währung ist, die niemand drucken kann, egal wie groß der Konflikt ist. Bitcoin ist der internationale Währungsraum, den jeder nutzen kann, aber niemand für sich durch Ausweitung ausnutzen kann. Ein faires System, in dem Kriege zwar möglich, aber viel zu kostspielig und unbeliebt bei den zu besteuernden Bevölkerung wären. Außerdem halte ich meine Zeitpräferenz niedrig. Statt impulsiv zu konsumieren, baue ich ein Vermögen auf, das auch in Krisen hält. Hier ein kleiner Roguelike-Vergleich für unseren Kanal. Krieg um Währungsräume ist wie ein großer Bosskampf im Dungeon. Wer die bessere Währung, also die Ressourcen hat, gewinnt. Wer nur auf Steuern setzt, verliert schnell Anhänger. Wer drucken kann, gewinnt scheinbar, bis das ganze System zusammenfällt. Bitcoin ist aktuell das Item, das dich aus diesem Spiel herausholt. Noch ein paar kurze praktische Tipps, die mir geholfen haben. Schau dir immer an, in welcher Währung du bezahlt wirst und wo du dein Geld hältst. Halte einen Teil deines Vermögens in knappen Assets, insbesondere Bitcoin und Gold, die niemand drucken kann. Reduziere die Abhängigkeit von einer einzigen Währung oder einem einzigen Land. Nutze Krisen immer als Chancen. In unsicheren Zeiten steigt oft der Wert von hartem Geld. Oder kaufe billiger ein, wenn ein Crash eintritt. Und letztlich bleib informiert, aber lass dich nicht in Panik versetzen. Deine eigene finanzielle Unabhängigkeit ist der beste Schutz. Kurz zusammengefasst, viele Kriege entstehen auch, weil es um Kontrolle geht, wer drucken darf und wer die stärkste Währung hat. Das führt zu Macht, viel mehr als der Besitz eines Landes oder von Ressourcen. Die sind meist nur eine nette Dreingabe. Gelddrucken ist die unsichtbare Kriegsfinanzierung. Und wer das versteht, schützt sich besser. Was denkst du? Siehst du auch, dass viele Konflikte letztlich um Währungsräume gehen? Oder denkst du, dass es eher um Rohstoffe und Macht geht? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Heute haben wir wieder ein bekanntes Spiel gesehen. Schreibt mir gern, ob wir jetzt wieder rotieren sollten oder mal eine Weile bei einem Spiel bleiben sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Gods grant me strength. Yeah, might as well. I do not think so, boy. You lived through all of that. There we go. I'll take it. Sweet.
enough coin. Hey there, Meg. Well, Zag, any last requests this time? Let's see, how about a swift and... Be cheeky all you like. Like wind. Let myself open. Pin him down. Hold it right there. Some of my friends. Enough. One lash is not enough. No, you don't. Damn you. Be seeing you around.